Februar 1945. Über Japan. Ein japanischer Pilot im Cockpit einer Shidenkai. Allein gegen 12 Grumman Hellcat. Die Amerikaner hatten zu diesem Zeitpunkt fast vollständige Luftüberlegenheit über den japanischen Heimatinseln. Ihre F-6F Hellcat war schnell, robust und ihre Piloten waren gut ausgebildet. 12 davon gegen einen. Das Ergebnis schien vorher festzustehen. Kinsuke Muto schoss 4 davon ab. Die übrigen 8 zogen sich zurück. 12 gegen einen, stellt euch das mal vor. Klingt total verrückt. Aber, das ist keine Propaganda, das ist kein Mythos, das steht in amerikanischen Gefechtsakten und es sagt alles darüber aus, was die Kawanishi N1K2J Shidenkai war und was Japan mit ihr verloren hat, bevor sie wirklich ankommen konnte. Doch um zu verstehen, warum dieser Moment so lange auf sich warten ließ, müssen wir zurück. Zurück ins Jahr 1941 und in ein Konstruktionsbüro, in dem ein Ingenieur eine Idee verfolgte, die seine eigene Marine nicht haben wollte. Shizuo Kikuhara hatte ein Problem. Nicht mit der Idee, die hatte er. Das Problem war, wer sie bezahlen sollte. Es war kurz vor Beginn des Pazifikkriegs, als Kikuhara, Chefkonstrukteur bei Kawanishi, eine Rechnung aufmachte. Die Marine hatte das Unternehmen beauftragt, einen Schwimmerjäger zu entwickeln. Die spätere N1K1 Kyofu, mächtiger Wind. Ein Katapultjäger, der von Schiffen aus operieren und Landungsoperationen decken sollte, bis feste Flugplätze eingenommen waren. Kikuhara kannte den Entwurf bis ins letzte Detail. Und er sah etwas anderes darin. Wenn man die massigen Schwimmer entfernte, ein stärkeres Triebwerk einbaute und ein einziehbares Fahrwerk konstruierte, dann war das keine Flicklösung. Das war ein potenziell herausragendes Landjagdflugzeug. Kikuhara legte die Berechnungen vor. Die Marine zeigte wenig Interesse. Man war mit eigenen Projekten beschäftigt, hatte Vorurteile gegen Eigenentwicklungen und er glaubte nicht, dass aus einem Schwimmerflugzeug etwas Ernstzunehmendes werden könnte. Kawanishi entschied, wir bauen es trotzdem, auf eigene Kosten, als private Initiative. Das war eine mutige Entscheidung für ein Unternehmen in Kriegszeiten. Die erste Landversion, die N1K1J Shiden, violetter Blitz, hob am 27. Dezember 1942 zum Erstflug ab. Am Steuer saß Testpilot Shunichi Fujita. Was er in der Luft erlebte, war vielversprechend und problematisch zugleich. Das Flugzeug flog und es flog gut, aber der Nakajima-Homare-Motor lieferte nicht die versprochene Leistung. Und das Fahrwerk notwendigerweise lang und stelzig, weil das Mitteldeckerkonzept der Kyofu beibehalten worden war und der große Vierblattpropeller Bodenfreiheit brauchte, neigte zu Brüchen. Fujita und seine Kollegen brachten die Maschine wieder runter und wussten, ja, das Grundkonzept stimmt, aber es braucht Arbeit. Vorstellung. Diese langen Fahrwerksbeine, über 1 Meter, die sich nach dem Start erst zusammenfalteten und dann erst einzogen, wie ein Klappmesser in Zeitlupe. Wenn die Hitzebehandlung der Teile nicht stimmte, brachen sie bei der Landung, was nicht selten passierte. Die Marine bekam die Testberichte und trotz aller Vorbehalte sah sie die Zahlen. Die Shiden war schneller als die A6M Zero. Viel schneller. Und sie hatte eine deutlich größere Reichweite als die J2M Raiden. Im Juli 1943 ordnete die Marine die Serienproduktion an. Nicht wegen Begeisterung, sondern wegen Dringlichkeit. Die Hellcat erschien in immer größerer Zahl über den Pazifik. Japan brauchte eine Antwort. 4 Tage nach dem Erstflug der Shiden hatte Kikuharas Team bereits begonnen, alles neu zu denken. Das war kein kleines Überarbeitungsprojekt, das war ein Neuentwurf. Die Tragflächen wanderten vom Mittel- an den Tiefdeckerplatz, was sofort das zentrale Problem löste. Kürzeres, konventionelleres Fahrwerk. Der Rumpf wurde verlängert, das Leitwerk neu konstruiert und durch den Einsatz einfacherer Materialien sparte man 225 Kilogramm Leergewicht. Von den Bauteilen der alten Shiden übernahm man etwa 1/3. Den Rest baute man neu.
Das Ergebnis, die N1K2J Shiden-Kai Violetter Blitz modifiziert, flog am 31. Dezember 1943 zum ersten Mal. Ein neues Flugzeug, das auf dem Papier noch wie eine Weiterentwicklung aussah. Was es in der Luft leistete, das war etwas anderes. 595 Kilometer pro Stunde Höchstgeschwindigkeit in 5600 Metern. Eine Rollrate von 82 Grad pro Sekunde bei 386 Stundenkilometern. 4 20 mm Kanonen in den Flächen. Und ein System, das es so in keinem anderen Jagdflugzeug des Zweiten Weltkriegs gab. Automatische Kampfklappen. Die Landeklappen der Shiden-Kai konnten sich im Luftkampf selbstständig ausfahren. Gesteuert von einem Quecksilberschalter im Pitot-System, der G-Kräfte und Geschwindigkeit maß. Zog der Pilot eine enge Kurve, fuhren die Klappen automatisch bis zu 30 Grad aus. Der Auftrieb stieg, die Stahlgeschwindigkeit sank, der Kurvenradius wurde enger, ohne dass der Pilot einen Finger rühren musste. Sobald die Kurve flacher wurde, zogen sich die Klappen wieder ein. Stellt euch das vor wie den Unterschied zwischen einem Fahrrad mit manueller Gangschaltung und einem, das selbst schaltet. Nur, dass es hier um Leben und Tod geht, bei 500 Stundenkilometern mit einer Hellcat im Rückspiegel. Kein anderes Jagdflugzeug des Krieges hatte so etwas. Nicht die Hellcat, nicht die Corsair, nicht die P-51 Mustang, die ab Frühjahr 1945 über Japan auftauchte. Erfahrene japanische Piloten, die wussten, wie sie das System ausnutzen konnten, waren in engen Kurvenduellen schlicht schwer zu schlagen. Was uns zurück zu Kinsuke Muto bringt. Der Vorfall im Februar 1945 ist gut dokumentiert. Muto flog eine Shiden-Kai des 343. Kokutai, der Eliteeinheit, zusammengestellt aus den erfahrensten verbliebenen Marinefliegern Japans und befehligt von Minoru Genda, demselben Mann, der den Angriff auf Pearl Harbor geplant hatte. Genda hatte die besten Piloten, die besten Flugzeuge und er wusste, was er damit hatte. Mutos Luftkampf endete mit 4 abgeschossenen Hellcats und keinem eigenen Verlust. In amerikanischen Berichten wurde die Begegnung nüchtern dokumentiert. Die japanische Propaganda machte daraus später eine Geschichte von 1 gegen 12, was wohl übertrieben war, aber selbst die nüchterne Version war eindrucksvoll genug. Das hatte niemand so geplant und trotzdem ist es passiert. Über dem Binnenmeer im März 1945 kämpften 343 Piloten gegen Hellcat der VBF-17. Im Juni 1945 über der Kagoshima-Bucht gegen Corsairs der VBF-85 von der USS Shangri-La. Die Verlustquoten waren für japanische Verhältnisse in dieser Kriegsphase bemerkenswert ausgeglichen. Und das mit 428 Maschinen. Gesamtproduktion für den gesamten Krieg. Die Shiden-Kai hatte eine Schwäche, die kein Ingenieur beheben konnte. Sie kam zu spät. Und sie kam zu wenig. Der Homare-Motor blieb störanfällig bis zuletzt. Zu früh in die Serienproduktion gezwungen, nie vollständig ausgereift. In großen Höhen verlor er stark an Leistung, was die Shiden-Kai als B-29-Abfangjäger weitgehend nutzlos machte. Unter 6000 Metern war sie gefürchtet, darüber wurde sie langsam. Aber das eigentliche Problem war industrieller Natur. Die Boeing B-29 Superfortress griff ab 1944 systematisch japanische Rüstungsbetriebe an. Die Kawanishi-Werke in Naruo wurden nicht direkt getroffen, aber ihre Zulieferer wurden es. Aluminiumpressen, Schmiedebetriebe, Motorenwerke. Die Lieferkette brach zusammen. Am Ende des Krieges hatte Kawanishi 351 Shiden-Kai in Naruo gebaut und weitere 42 in Himeji. Andere Werke, die in der Produktion eingebunden worden waren, Mitsubishi in Tsurashima, Aichi in Aitoko, kamen zusammen auf gut ein Dutzend Maschinen. 1435 Shiden und Shiden-Kai insgesamt. Davon 428 der überlegenen N1K2J-Variante. Die Frage bleibt, was hätte diese Maschine bewirkt, wäre sie früher und in größeren Stückzahlen verfügbar gewesen? Keine einfache Antwort. Aber eine ehrliche. Das Flugzeug war seinen amerikanischen Gegenspielern bei niedrigen und mittleren Höhen ebenbürtig. In erfahrenen Händen vielleicht überlegen, aber Japan verlor den Krieg nicht wegen einzelner Luftkämpfe,
Sie verloren ihn wegen industrieller Überlegenheit, wegen Treibstoffmangel, wegen schwindender Pilotenerfahrung, wegen einer Strategie, die auf Defensive umgestellt hatte, während die Produktion nicht mitkam. Eine frühere Shidenkai, sagen wir 1943, in nennenswerter Stückzahl verfügbar, hätte die amerikanische Luftüberlegenheit teurer gemacht. Ob sie gebrochen hätte, ist eine andere Frage. Was wir wissen: Das 343. Kokutai mit seinen Shidenkai war in den letzten Kriegsmonaten einer der wenigen japanischen Verbände, der die Amerikaner in der Luft regelmäßig ernsthaft fordern konnte. Das sagt viel. Am 8. April 2026 wurde eine Shidenkai vor der Küste von Akune City, Kagoshima, aus dem Meer geborgen. Abgeschossen am 21. April 1945. 81 Jahre auf dem Meeresgrund. Motor, Propeller, Vorderrumpf, beide Flächen mit Kanonen, geborgen. Das Heck fehlt noch. Das Flugzeug soll restauriert und als Denkmal ausgestellt werden. 81 Jahre unter der Wasseroberfläche und trotzdem wurde sie gefunden. Die Geschichte der Shidenkai ist die Geschichte einer Idee, die ihre eigene Marine erst nicht wollte, die zu spät in Produktion ging, deren Fabriken zerbombt wurden und die trotzdem in wenigen Monaten, in denen sie wirklich da war, bewies, was möglich gewesen wäre. Das ist eine bittere Pointe für ein Flugzeug, das so viel mehr verdient gehabt hätte. Wenn euch solche Geschichten interessieren, Flugzeuge, die zu spät kamen, zu wenig gebaut wurden oder einfach nie die Chance bekamen, die sie verdient hätten, dann ist ein Abo hier der richtige Schritt. Neue Videos kommen regelmäßig.